Desaster für die Menschheit. Ah, die Menschheit. Was für eine Katastrophe, aber ich kann nicht wegsehen. 1843 tobt unter den Ärzten eine Debatte über eine der häufigsten Todesursachen für Frauen: Kindbettfieber. Dieses tritt innerhalb weniger Tage nach der Geburt auf und führt bei über 70% der Infizierten zum Tod. Und niemand weiß, was es verursacht. Der Gynäkologe Charles Meigs hat eine Theorie. Er hat bei Patientinnen, die später am Fieber erkrankten, eine Entzündung im Unterleib beobachtet und behauptet, dass diese Entzündung die Ursache für das Kindbettfieber ist. Ein Großteil der medizinischen Fachwelt folgt seiner Theorie. Also bitte, die lassen mir keine andere Wahl, als ihnen etwas Skepsis beizubringen. Ah, schon besser. Nun, Meigs, dein Argument basiert auf einem Fehlschluss. Der Erklärung mit einer falschen Ursache. Korrelation ist nicht gleichbedeutend mit Kausalität. Wenn zwei Phänomene regelmäßig zusammen auftreten, verursacht das eine nicht unbedingt das andere. Du sagst also, dass Frauen, die nach der Geburt eine Entzündung haben, auch an Kindbettfieber erkranken. Also hat die Entzündung das Fieber verursacht. Aber das ist nicht zwangsläufig wahr. Ja, erst kommt die Entzündung, dann das Fieber. Also scheint es, als ob die Entzündung das Fieber verursacht hätte. Aber nach dieser Logik, da Babys normalerweise die Haare vor den Zähnen wachsen, müsste das Haarwachstum das Zahnwachstum verursachen. Und jeder weiß, dass das nicht stimmt, oder? Antworte darauf jetzt lieber nicht. Es könnten mehrere Dinge sein, die dabei vor sich gehen. Einerseits wäre es möglich, dass das gemeinsame Auftreten von Fieber und Entzündung reiner Zufall ist. Oder es besteht ein kausaler Zusammenhang, der das Gegenteil von dem ist, was du annimmst. Das Fieber verursacht die Entzündung und nicht die Entzündung das Fieber. Oder beide könnten eine gemeinsame Ursache haben, an die du noch gar nicht gedacht hast. Darf ich fragen, was deiner Meinung nach Entzündungen bei Frauen verursacht? Nichts? Passiert einfach so? Wirklich? Erheitere mich doch ein klein wenig mit der Meinung eines deiner Kollegen, Dr. Oliver Wendell Holmes. Ich weiß, du magst seine Theorie nicht. Du hast ja bereits einen vernichtenden Brief darüber geschrieben. Klären wir deine Studenten auf. Einverstanden? Holmes ist ein Muster aufgefallen. Wenn eine Patientin an Kindbettfieber stirbt, führt ein Arzt eine Autopsie durch. Wenn der Arzt dann eine neue Patientin behandelt, erkrankt diese häufig auch an dem Fieber. Ausgehend von dieser Korrelation zwischen den Autopsien von Fieberopfern und neuen Fieberpatientinnen schlägt er eine mögliche Ursache vor. Da es über diese Korrelation hinaus keine Beweise dafür gibt, dass die Autopsie das Fieber verursacht, zieht er nicht vorschnell den Schluss, dass die Autopsie das Fieber verursacht. Stattdessen behauptet er, dass die Ärzte die Patientinnen über unsichtbare Verunreinigungen an Händen und chirurgischen Instrumenten infizieren. Diese Idee empört die meisten Ärzte, die sich für absolut unfehlbar halten. So wie Meigs hier, der sich weigert, in Betracht zu ziehen, dass er eine Rolle in der Misere seiner Patientinnen spielt. Seine fehlerhafte Argumentation lässt keinen Raum für weitere Untersuchungen, die von Holmes hingegen schon. Es ist 1847 und der Arzt Ignaz Semmelweis hat die Zahl der Kindbettfieber-Todesfälle in einer Klinik von 12 auf 1% gesenkt, indem er das medizinische Personal zur Handdesinfektion nach Autopsien und zwischen Patientenuntersuchungen verpflichtete. Mit dieser Maßnahme hat er hinreichend bewiesen, dass Kindbettfieber ansteckend ist. Es ist 1879 und Louis Pasteur hat den Erreger identifiziert, der für viele Fälle von Kindbettfieber verantwortlich ist: hämolytische Streptokokkenbakterien. Meine Pommes sind kalt.
Muss wohl daran liegen, dass mein Eis geschmolzen ist. Verbessere deine Argumentationsfähigkeiten mit diesen Videos und abonniere unseren Kanal. Du weißt nie, wann du die Werkzeuge brauchst, um ein moralisches Dilemma zu lösen.